Hallo, heute sind wir im grünen Zoo Wuppertal. Wir haben hier eine der besten Sozialstrukturen an afrikanischen Elefanten in Europa. Wir sind mit der erfolgreichste Züchter hier in Europa und wir führen hier in Wuppertal auch das Zuchtbuch für alle afrikanischen Elefanten, koordinieren also die Haltung der afrikanischen Elefanten in Europa. Und wir halten hier diese Tiere als Botschafter ihrer Art. Bedeutet also auch, dass wir den Natur- und Artenschutz aktiv unterstützen, bedeutet auch, dass wir Forschung an Elefanten machen. Es gibt zum Beispiel ganz interessante Forschung, weil wir es können, dass wir täglich Elefantenblut abnehmen, können wir zum Beispiel Hormonanalysen machen, können wir feststellen, dass Elefanten einen doppelten LH-Peak haben. Fragestellungen, die den Freilandforschern draußen dann sehr wichtig sind und wo wir viele Fragen beantworten können. Was wir noch an Natur- und Artenschutzprojekten machen, ist, dass wir natürlich hier der Zoo auch Geld einnimmt und dass wir Gelder und Sponsormittelakquise machen, um dann Freilandprojekte zu unterstützen. Und aus dem Grund haben wir auch die letztgeborenen Elefanten, die Kimana, so genannt, weil es gibt einen speziellen Kimana-Korridor in Ostafrika. Das ist eine Verbindung zwischen dem Amboseli-Nationalpark in Kenia und Chulu Hills und Tsavo West. Das ist ein ganz interessantes Ökosystem, ganz unterschiedlich, trocken, feucht. Es ist am Fuße des Kilimandscharos und natürlich ist es dort eben auch schon zu einer Defragmentierung gekommen. Das heißt also, die natürlichen Wanderrouten der Elefanten zwischen diesen Nationalparks sind eigentlich dadurch unterbrochen, dass dort eben fruchtbares Ackerland ist und da Privatbesitzer sind, die da eben Ackerbau betreiben und da ziehen die Elefanten durch, werden vertrieben, es kommt zum Mensch-Tier-Konflikt. Und was wir jetzt mit der Big Life Foundation, die wir unterstützen, oder die Big Life Foundation macht das ehrlich gesagt, wir unterstützen sie nur, ist ein tolles Projekt, dass man Korridore pachtet, kauft, über die die Elefanten dann zwischen den Nationalparks wieder wandern können. Und wenn man sich so einen Korridor vorstellt, da denkt man, Elefant groß, bräuchte man Riesenareale, aber man erinnert sich vielleicht auch an diese Brücken, die wir über die Autobahn haben, die manchmal nur 100 Meter oder weniger breit sind oder auch manchmal nur 20 Meter breit sind, die funktionieren sehr, sehr gut. Und deswegen haben wir Korridore, die 5 bis 10 Kilometer lang sind, eingezäunt sind mit Elektrozäunen, die elefantensicher sind und wo die Elefanten dann über einen Korridor, der manchmal nur 100 Meter breit ist, dann über eine Straße und durch ein sehr dicht besiedeltes Gebiet durchwandern können, um dann eben wieder in Gebiete zu kommen, wo es weniger stark Bevölkerung stattfindet, damit wir eben diesen freien Austausch der Elefanten vor allen Dingen zwischen diesen unterschiedlichen Nationalparks haben. Und da ist Kimana-Region eben ein dieser Korridore, an dem wir gerade arbeiten, um den länger zu halten. Im Moment ist der gepachtet und umso mehr Geld wir eben zusammenbringen können, umso länger können wir diesen Korridor dann eben pachten. Am schönsten wäre natürlich für 100 Jahre. Was natürlich eben auch ist, in dem Fall sind unsere Elefanten Botschafter für die Elefanten draußen. Aber der Elefant ist auch nochmal wieder ein toller Botschafter für dieses Ökosystem. Und dieser Korridor, durch den die Elefanten gehen und der dann sehr offensichtlich natürlich auch für Touristen ist, der wird natürlich auch von ganz vielen anderen Tieren benutzt. Und deswegen ist es so schön, dass man eben über diese Elefanten, die eben so eine Flaggschiff-Species ist, da eben einfach das Problem aufzeigt und jeder mag Elefanten gern und findet das toll und spendet dann auch gern Geld. Das ist aber eben nicht nur für Elefanten so sinnhaft, sondern eben dieser Korridor dient ganz vielen anderen Tieren, auch Tiere, die nachtaktiv sind. Es sind Kameras, diese Wildbeobachtungskameras aufgehangen, um zu sehen, wie viele Tiere wandern dort täglich nachts von A nach B. Und da haben wir eben viele Tiere gesehen, auch Tiere, von denen man dachte, dass sie dort in den Regionen gar nicht mehr vorkommen würde, hat man dann wieder entdeckt, weil sie eben durch diesen Tunnel dann da durchlaufen müssen und man sie dann eben wirklich auch auf diesen Kameras entdecken kann. Insofern ein ganz wichtiger Beitrag zum nachhaltigen Natur- und Artenschutz.
Ein ganz anderes tolles Projekt ist eben auch noch, was die Big Life Foundation macht, ist, dass sie sagt, der Mensch muss im Fokus stehen. Und wenn wir nicht der Menschen Sinnhaftigkeit daran sieht, dann hilft das nicht. Der Ackerbauer sieht natürlich die Sinnhaftigkeit, weil die Elefanten nicht mehr oder nicht mehr so häufig dann zu ihm ins Feld eindringen und das Feld zerstören, sondern einfach bei ihm vorbeilaufen und er geschützt seinen Ackerbau betreiben kann. Insofern ist das ein großer Vorteil für ihn. Und gleichzeitig versuchen wir auch weitere Habitate zu erhalten, die den Maasais gehören. Maasais sind keine Ackerbauern, sondern sind Hirten, sind Nomaden, die durch die Gegend ziehen. Und auch diese Nomaden haben jetzt große Probleme, durch die Gegend zu ziehen, weil eben überall die Ackerbauern das Land gekauft haben und sie dann einfach nicht durch das Land mehr ziehen dürfen. Und deswegen versuchen wir, das Land der Maasais zu erhalten, das Land von den Maasais zu pachten, die es sonst verkaufen müssten, und ihnen dann aber wieder zur Verfügung zu stellen, dass sie dort mit ihren Rindern frei sich durch die Gegend ziehen können. Dann kommt es natürlich häufig auch zum Mensch-Tier-Konflikt, jetzt gar nicht mal so mit Elefanten, aber natürlich mit Löwen oder anderen Beutegreifern, die dann auf die Ziegen oder die Kühe der Maasais gehen. Und da haben wir auch ein schönes Projekt, was wir hier in Deutschland schon kennen, ist, dass wenn also hier ein Schaf getötet wird oder auch gerissen wird, dann kommt sofort eine Versicherung und zahlt dafür. Versicherung gibt es jetzt so, oder auch staatliche Unterstützung gibt es jetzt in Kenia nicht. Aber die Big Life Foundation hat sich das auf die Karten geschrieben, dann eben sofort das getötete Rind oder das getötete Schaf zu ersetzen. Und dadurch ist dann eben die Not des Besitzers nicht so groß und er sagt, okay, ich akzeptiere es, dass ich meinen Lebensraum mit wilden Tieren teile. Und jetzt seit Generationen heißt es eigentlich, dass ein Maasai-Mann mit einem Speer einen Löwen getötet haben muss, bevor er ein wahrer Mann ist, um heiraten zu können. Und jetzt haben aber natürlich die Maasais auch erkannt, dass das jetzt nicht mehr so weitergehen kann, weil es einfach zu wenig Löwen gibt und auch die Maasais Bevölkerungswachstum nimmt zu. Und da ist ein ganz, ganz tolles Projekt auch durch die Big Life Foundation entstanden, in dem wir nämlich diese Intention kanalisieren und wir eine Maasai-Olympiade entwickelt haben. Das heißt also, der Maasai tritt im Wettkampf gegen andere Maasais an. Da gibt es einmal den Speerweitwurf, dann gibt es den Knüppelweitwurf auf Präzision in den Sack rein, da gibt es Laufdisziplin. Und da trifft man sich einmal im Jahr zu dieser Maasai-Olympiade. Das ist dann auch so ein bisschen so ein Eheanbahnungsort. Dann kommen auch die Frauen und gucken, welche Männer sind da besonders sportlich aktiv. Also das ist so ein ganz tolles soziales Event und hilft ganz, ganz stark, dass der Maasai sagt, okay, ich muss keinen Löwen mehr töten, um Mann zu sein, sondern ich muss einfach gut sein bei diesen olympischen Disziplinen dort. Und insofern können wir auch deutlich zeigen, dass in letzter Zeit in dieser Region deutlich weniger Löwen erlegt wurden, getötet wurden. Einmal eben nicht als Trophäenjagd für den Maasai, um seine Männlichkeit zu beweisen und auch nicht mehr, um seine Rinder zu schützen. Und wir schaffen es eben durch diese Art Versicherung, die wir zahlen, dem Hirten quasi die Angst zu nehmen. Und natürlich versucht er sein Rind passiv zu schützen. Die werden nachts in so Bomen eingesperrt, wo der Löwe nicht rankommt. Aber wenn mal ein Rind gerissen wird, haben wir es bisher immer geschafft, dass der Löwe dann nicht gleich von den Maasais gejagt, der wird vertrieben, aber er wird nicht mehr getötet und der Maasai bekommt dann eine Kompensation für das getötete Rind. Und das sind ganz, ganz tolle Maßnahmen, unter anderem, unter ganz vielen. Natürlich haben wir auch ganz, ganz viele Ranger-Posten, also wo Ranger dort aufpassen, dass nicht andere reinkommen in das Gebiet, um Wilderei zu betreiben. Nach wie vor ist das Elfenbein begehrt beim Elefanten, die Haut mittlerweile auch vom Elefanten ist sehr, sehr begehrt und wird in der traditionellen Medizin in Asien eingesetzt und deswegen hat die Wilderei in vielen Bereichen Afrikas sehr stark wieder zugenommen. Und es gibt Bereiche im östlichen Afrika oder auch im westlichen Afrika, wo mehr Elefanten gewildert werden als geboren werden. Es gibt ganze Bereiche in Westafrika, wo eigentlich kein Elefant mehr eines natürlichen Todes stirbt, sondern gewildert wird. Im Ostafrika hält sich so halb-halb. Aber gerade in der Region, wo wir die Big Life Foundation unterstützen, sind lange, lange keine Elefanten mehr gewildert worden. Das sind natürlich dann tolle Beispiele und da tragen dann indirekt unsere Tiere damit bei, indem wir hier Gelder sammeln können, einsammeln können, weil die Menschen sich für Elefanten begeistern, Elefanten kennen, was für den Natur- und Artenschutz tun wollen. Und dieses Geld können wir dann eben der Big Life Foundation zur Verfügung stellen, die da eine fantastische Arbeit in Afrika macht. Durch
den Zooverein sind wir in der Lage, unsere Elefanten auch mit tollen Natur- und Artenschutzprojekten zu verbinden. Und wir haben ja auch schon darüber geredet, gerade über dieses tolle Projekt Big Life Foundation. Und der Zooverein hat jetzt gerade einmal 10.000, einmal 2.000 Euro gespendet, was gerade jetzt zur Zeit von Corona und dem ausbleibenden Tourismus extrem wichtig ist, dass wir also da eine Stütze sein können, dass wir da also die Ranger unterstützen können. Und primär geht es im Moment fast da, die Ranger dort zu ernähren, dass die was zu essen haben. Und deswegen sind wir sehr, sehr stolz, dass also über den Zooverein da jetzt wieder weiterhin Gelder, trotz dieser schweren Zeit, eben nach Ostafrika, nach Kenia fließen können. Also dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an den Zooverein, was sonst eben für uns als städtischer Betrieb so nicht möglich ist. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.